Hallo und herzlich willkommen zurück bei Feldpost. Heute bin ich wieder bei den Württembergern zu Gast und heute geht es um das Thema Sanitätsdienst im Ersten Weltkrieg. Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe ihr auch, und dann geht's jetzt los. Ein wichtiger Bestandteil der sanitätsdienstlichen Versorgung im Ersten Weltkrieg an der Front, wie auch in der Etappe, wie auch in der Heimat, bildete die sogenannte freiwillige Krankenpflege. Die freiwillige Krankenpflege wurde gestellt von verschiedenen Organisationen, darunter die Landesvereine des Roten Kreuzes. Man beachte, es gab im Ersten Weltkrieg noch kein deutsches Rotes Kreuz, sondern man sprach zum Beispiel vom Württembergischen Landesverein des Roten Kreuzes. Weitere Bestandteile der freiwilligen Krankenpflege waren zum Beispiel die Ritterorden, die Johanniter und Malteser zum kleinen Teil, dann kleinere Vereinigungen wie die Georgsritter und verschiedene Schwesternorden, zum Beispiel in Stuttgart die sogenannten Olga-Schwestern vom Karl-Olga-Krankenhaus. Beim Württembergischen Landesverein des Roten Kreuzes gab es zum einen männliche Angehörige der freiwilligen Krankenpflege und natürlich die weiblichen. Die männlichen Angehörigen haben zum Teil in der Heimat die Organisation unterstützt. Zum Teil wurden aber auch Männer wie Frauen an die Etappe nach Frankreich, nach Russland, nach Italien, nach Serbien, überall, wo die deutsche Armee im Einsatz war, zur Hilfeleistung abkommandiert. Schauen wir uns zunächst mal das große Thema Krankenschwester an. In der Geschichtsdarstellung im Bereich Ersten Weltkrieg ist das ein Thema, das oft diskutiert wird, aber dabei gibt es gerade im Bereich der Darstellung einige Fallstricke. Zunächst möchte ich kurz 2-3 Sätze verlieren über das Thema, welche Arten von Krankenschwestern gab es und wie war da generell der Hintergrund. Bei den Schwestern des Landesvereins des Roten Kreuzes kann man sich das so vorstellen, es gab 3 verschiedene Arten. Die wichtigste Person sozusagen war die sogenannte Vollschwester, das heißt die Frau, die das staatliche Krankenpflegeexamen abgelegt hat. Die Ausbildungsdauer war 1 Jahr. Diese Vollschwestern hatten auch eine reglementierte Tracht zu tragen. Die bestand meistens aus einem grauen Baumwollkleid und als ihr Dienstabzeichen wurde eine Brosche getragen. Die genaue Ausführung des Kleides, des kompletten Anzugs, da gehört zum Beispiel auch ein Reiseanzug aus Wolle dazu, verschiedene Gegenstände wie Hauben, wie Schürzen und so weiter, sowie auch die Form der Schwesternbrosche variierte von Landesverein zu Landesverein. Das war also in dieser Zeit im Ersten Weltkrieg eine unglaubliche Bandbreite. Also zum einen die examinierten Schwestern. Als zweite Art gab es die sogenannte Hilfsschwester. Die Hilfsschwester hat einen 6-monatigen Lehrgang hinter sich gebracht. Und die Hilfsschwester, wie der Name schon sagt, die war genauso wie die Vollschwester, wie die examinierte Schwester direkt in der Krankenpflege tätig. Das heißt, am Patient in erster Linie gedacht, um die examinierten Schwestern und die Ärzte zu assistieren. Bei Operationen, bei Verbandwechseln, bei pflegerischen Tätigkeiten am Patient und so weiter. Die dritte Variante, die wir jetzt hier dargestellt sehen, das ist die sogenannte Helferin. Die Helferinnen wiederum haben beim Eintritt in das Rote Kreuz, in den Landesverein, einen 4- bis 6-wöchigen Lehrgang absolviert und ihre Tätigkeit umfassten Hilfstätigkeiten jeglicher Art. Das bedeutete, sie war in der Patientenbetreuung eingesetzt, aber auch zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, das heißt, sie war in der Küche tätig, sie hat generell die Lazarettwirtschaft unterstützt. Der Teil, wo fast jeder Soldat Kontakt mit einer Helferin vom Roten Kreuz hatte, war die Tätigkeit in den sogenannten Erfrischungsstellen. Und zwar wurden an Bahnhöfen Einrichtungen geschaffen, wo durchziehende Truppentransporte sich verköstigen konnten. Das heißt, die Schwestern haben dann Kaffee organisiert. Da gab es Butterbrote, da gab es Tabakwaren. Die wurden an die Soldaten kostenlos verteilt. Die Mittel für diese
gaben, wurden über Spenden eingetrieben. Und das war das typische Bild der Rotkreuz-Schwester, in Anführungszeichen, die die meisten Soldaten eben hatten. Generell waren diese Krankenschwestern in den Lazaretten eingesetzt, und zwar in erster Linie in den Etappen- und Kriegslazaretten. Das bedeutet weit hinter der Front. Wir sprechen hier von einer Entfernung von 30, 40, 50 Kilometern. Das heißt, es waren ortsfeste Lazarette, die in Schulen eingerichtet waren, in Kasernen, in Klöstern, die ortsfest eingerichtet waren. Es gab noch den Passus oder die Besonderheit, dass die Schwestern auch in Feldlazaretten eingesetzt werden konnten, also in mobilen Einheiten der Armee. Allerdings nur als absoluter Ausnahmefall und nur nach Genehmigung durch das Armeeoberkommando. Also dieses Bild, wie wir es leider sehr oft in der Darstellung sehen, dass die Krankenschwester im Feld nach Verwundeten sucht, die ist leider für den Ersten Weltkrieg, passt leider nicht ganz. Wie bereits erwähnt, die Vollschwestern trugen einen reglementierten Anzug, eine reglementierte Schwesterntracht. Die Hilfsschwestern, dort war es ähnlich. Dort wurde eine Tracht aus einem gestreiften Baumwollstoff vorgeschrieben und auch die Hilfsschwester trug eine Dienstbrosche. Auch hier variierte die Ausführung von Landesverein zu Landesverein. Die Helferinnen waren ganz oft eingesetzt in ihrer ganz normalen Ziviltracht, wie sie auch eine Frau, die normal gearbeitet hat, in einem Haushalt getragen hätte. Das heißt eine Schürze, eine normale belastbare Alltagstracht. Und jedes Mitglied der Freiwilligen Krankenpflege musste per Dienstanweisung während der Zeit der Dienstleistung die Neutralitätsarmbinde mit dem Roten Kreuz tragen, als Zeichen ihrer Tätigkeit unter einem Landesverband des Roten Kreuzes. Schauen wir uns zunächst die sanitätsdienstliche Ausrüstung der Infanterie an. Also sprich, was hat jeder normale Soldat an Sanitätsmaterial mit sich geführt? Jeder Soldat besaß eingenäht in den vordersten Rockschoß in einer speziellen Tasche 2 Verbandpäckchen. Diese Verbandpäckchen dienten zur individuellen Versorgung des Soldaten im Falle einer Verwundung. Außerdem war jeder Soldat mit einer Erkennungsmarke ausgerüstet, die darüber Auskunft gab, für den Fall einer schweren Verwundung oder gar, wenn der Soldat gefallen ist, wen wir überhaupt vor uns haben. Zum Thema Erkennungsmarken möchte ich aber gar nicht weiter mehr erzählen, sondern ich verweise auf das wunderbare Video, das die Kameraden vom Feldpostkanal bereits produziert haben. Link dazu unten in der Beschreibung. Jeder Soldat erhielt eine Ausbildung in der Handhabung der Verbandpäckchen. Außerdem gehörte zur Ausbildung des Soldaten das Erkennen von Hitzeschäden, Erste Hilfe bei Hitzeschäden, weil natürlich gerade auf dem Marsch oder im Feld im Hochsommer das sehr häufig vorkam, dass Soldaten in der dicken Wolluniform mit Gepäck behängt. Wir sprechen ja hier von 30 Kilogramm Gepäck, das jeder Soldat mit sich trug, wenn er feldmarschmäßig ausgerüstet war. In diesem Fall kam es natürlich öfters zu Hitzeschäden, zu Hitzeerschöpfungen, aber auch zum Hitzschlag. Der Soldat war ausgebildet, dieses zu erkennen. Natürlich war auch die Wundversorgung bzw. die Kontrolle von Blutungen Teil der Ausbildung. Dazu, wie gesagt, hat der Soldat das Verbandpäckchen gehabt. Außerdem hat der Soldat gelernt, wie man mittels des Brotbeutelriemen eine Schlagader abschnürt, wie man damals, oder unterbindet, wie man das damals genannt hat. Also sprich eine Abbindung legt, ein Tourniquet, wie man das heute nennt. Das Sanitätspersonal der Infanterie war wie folgt organisiert. In jedem Infanteriebataillon taten 2 Ärzte ihren Dienst. Außerdem war in jeder Infanteriekompanie ein Sanitätsunteroffizier oder ein Sanitätsgefreiter sowie pro Kompanie 4 Krankenträger.
Dieses Sanitätspersonal der Truppe trug auch die Uniform der Truppe und bildete im Einsatz sozusagen eine eigene Abteilung innerhalb der Organisation des Bataillons. Das Sanitätspersonal errichtete beim Eintritt der ersten Verluste während eines Gefechts einen sogenannten Truppenverbandplatz. Das bedeutete, der Infanterie-Sanitätswagen, der zur kleinen Bagage eines jeden Infanteriebataillons gehörte, wurde an einem speziellen Punkt aufgestellt. Dort fanden sich dann beide Ärzte ein, die dann gemeinsam mit den Sanitätsgefreiten und Sanitätsunteroffizieren die Verwundeten der Truppe versorgte, die von den Krankenträgern der Kompanien zum Truppenverbandplatz gebracht wurden. Soweit war die Theorie im Bewegungskrieg. Im Stellungskrieg sah die Sache natürlich wieder anders aus. Dort wurde es oft so organisiert, dass ein Arzt sowie 2 oder 3 Sanitätsgefreite oder Unteroffiziere mit dem Stellungsbataillon in die erste Linie gegangen sind, dort einen Versorgungspunkt errichtet haben. Die Krankenträger und der zweite Arzt des Bataillons verblieb beim Truppenverbandplatz. Sobald vorne Verluste eingetreten sind, wurde das nach hinten gemeldet, die Krankenträger nach vorne geschickt und die Verwundeten aus dem Graben zum Truppenverbandplatz verbracht. Zu jedem Infanteriebataillon gehörte außerdem ein Bataillons-Sanitätsfeldwebel oder Sergeant, der gemeinsam mit den beiden Ärzten sozusagen den Sanitätsdienst im Bataillon organisierte. Auf Ebene des Regiments war wiederum ein Sanitätsoffizier angehängt, gemeinsam mit einem Sanitätssergeanten oder Sanitätsvizefeldwebels, die auch wiederum für die weitergehende Organisation des Ganzen verantwortlich war. Die Verwundeten, die jetzt auf dem Truppenverbandplatz versorgt worden sind, und hier sprechen wir von Dingen wie der ersten ärztlichen Versorgung, das bedeutet, hier wurden jetzt kleinere Eingriffe, lebensrettende Eingriffe unternommen, wie zum Beispiel die Versorgung von Schlagaderblutungen. Es wurden Verbände gegebenenfalls erneuert, die von den Krankenträgern bereits angelegt worden sind. Oder es wurden zum Beispiel unter Schmerzmitteln, unter Analgesie, wie man das heute nennt, wurden Knochenbrüche wieder eingerenkt und erstmal ordentlich geschient. Dann wurde der Verwundete, soweit er nicht vor Ort hergestellt werden konnte, weiter abgeschoben zum Hauptverbandsplatz. So, und der Hauptverbandplatz, der wurde jetzt nicht mehr von den Truppen des Bataillons oder des Infanterieregiments aufgebaut und errichtet und betrieben, sondern hier kam jetzt eine der 3 Sanitätskompanien zum Einsatz, die im Bereich der Division aufgehängt waren. Diese Sanitätstruppe, die den Hauptverbandplatz errichtet hat, die hat zum Beispiel auch die war dann auch mit Krankenwagen ausgerüstet, das heißt mit zweispännigen Pferdefuhrwerken, in die man 4 liegend Verwundete oder 8 sitzend Verwundete verlasten konnte. Und die fuhren sozusagen vom Hauptverbandplatz vor zum Truppenverbandplatz, zum sogenannten Wagenhaltepunkt, wo das Sanitätspersonal des Infanteriebataillons die Verwundeten an das Personal der Sanitätskompanie übergeben hat. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses komplexe System natürlich in den ersten Tagen des Krieges so ein bisschen, das hat eine Weile gedauert, bis es alles in Gang gekommen ist, weil die ersten Tage des Krieges im Bereich des Bewegungskrieges natürlich relativ chaotisch waren. War nun ein Verwundeter so schwer verwundet oder mit einer speziellen Verwundung gestraft und konnte auf dem Hauptverbandplatz nicht wiederhergestellt werden, dann wurde er weiter nach rückwärts abbefördert ins sogenannte Feldlazarett. Dort fand jetzt eine weitergehende chirurgische Versorgung statt, aber auch über verschiedene Fachabteilungen. Dort war zum Beispiel eine zahnmedizinische Abteilung angehängt. Von dort erfolgte dann, falls nötig, der Rücktransport in ein Etappen-, Kriegs-, Reserve- oder Vereinslazarett. Das heißt, das waren Einrichtungen, die dann sozusagen für die chirurgische Weiterversorgung oder die Rehabilitation des Soldaten verantwortlich war. Die Etappen- und Kriegslazarette
Die haben sich noch, wie der Name schon sagt, im Operations- oder im Etappengebiet befunden, während die Reservelazarette oder die Vereinslazarette sich auf dem deutschen Boden befunden haben. Das heißt, die Verwundeten wurden mit einem Lazarettzug nach Deutschland zurückbefördert und dort in eines der Reserve- oder Vereinslazarette verbracht. Die Reservelazarette wurden von der Armee betrieben, während die Vereinslazarette, wie der Name schon sagt, von Landesverbänden des Roten Kreuzes oder anderen Einrichtungen der freiwilligen Krankenpflege betrieben wurden. Das waren manchmal in Deutschland Schulen, das waren stellenweise Schlösser von Adelshäusern, die von dem jeweiligen Haus zur Verfügung gestellt worden sind. Das waren Kreiskrankenhäuser, die sozusagen zusammengerückt sind, um eine Abteilung freizumachen für Verwundete, die von der Front gekommen sind. In den Lazaretteinrichtungen in Deutschland, also den Reserve- oder Vereinslazaretten, waren unter anderem neben Schwestern des Roten Kreuzes, neben Hilfsschwestern und Helferinnen waren auch zum Beispiel sogenannte landsturmpflichtige Ärzte eingesetzt. Das waren Zivilärzte, die sozusagen über die Landsturmschiene in die Armee eingegliedert worden sind. Und diese hatten eine spezielle Uniform mit dem Äskulapstab am Kragen. Das war also so eine komische Mischung aus einer zivilen Jacke und einer Uniformjacke. Wie gesagt, am Kragen der Äskulapstab als Abzeichen für den Sanitätsoffizier. Und hier im Schwäbischen hat mancher biedere Landsturmmann diese landsturmpflichtigen Ärzte als Würmeles-Doktor bezeichnet. Schauen wir uns jetzt die Ausrüstung des Sanitätspersonals der Infanterie an. Zunächst mal war das Sanitätspersonal gekennzeichnet durch das Abzeichen am Oberarm, den Äskulapstab. Dieser Äskulapstab wurde nur dem Sanitätspersonal verliehen, und zwar nach einem 6-monatigen Lehrgang an einer Sanitätsschule, die in der Regel an Garnisonslazarette in Deutschland angegliedert waren. Grundsätzlich muss man das so vorstellen, es wurde aus der Truppe, aus dem Stamm der Soldaten, wurden quasi von den Vorgesetzten dazu fähige Leute ausgewählt, die dann nach der Grundausbildung an der Waffe entweder auf den Lehrgang zum Sanitätspersonal geschickt wurden oder die wesentlich kürzere Ausbildung zum Krankenträger absolviert haben. Das Sanitätspersonal, wie gesagt mit der 6-monatigen Ausbildung, mit dem Äskulapstab am Arm, das trug jetzt als Ausrüstung die Sanitätstaschen. Diese Sanitätstaschen wurden 1901 in die Truppe eingeführt. Und beim Sanitätspersonal bestand der Inhalt auf der linken Seite aus Verbandstoffen. Das heißt, da waren Verbandpäckchen drin, da waren verschiedenartige Binden drin, da waren dreieckige Tücher drin, das altbekannte Dreiecktuch, das auch heute noch in der Ersten Hilfe benutzt wird. Linke Tasche die sogenannte Verbandmitteltasche, die rechte Tasche die sogenannte Arzneitasche. Dort befanden sich jetzt Medikamente drin für jeden möglichen Einsatz. Zum Beispiel eine Dose mit Salicyltalg drin, und der diente dazu, um Schweißfüße zu behandeln. Was natürlich, man darf nicht vergessen, die Infanterie war auf gute Marschleistung angewiesen, sodass es also nicht nur ein ästhetisches Problem war, sondern das tatsächlich auch die Marschleistung der Truppe beeinträchtigen konnte. Außerdem befanden sich verschiedene Mittel drin, um zum Beispiel Bewusstlose sozusagen wieder zu erwecken. Zum Beispiel war da drin ein Streifen, 2,5 Streifen mit Senfpapier. Dieses Senfpapier, wie der Name schon sagt, bestand aus Papier, das mit einer Senflösung getränkt war, das man den Bewusstlosen auf die Brust gelegt hat. Und die Körperwärme, die hat dafür jetzt gesorgt, dass diese Senfdünste, quasi diese scharfen Senfdünste, diesen Patient wieder erwecken sollten. So ähnlich wie Riechsalz. Für einen ähnlichen Zweck war eine Flasche mit Ammoniak, also Salmiakgeist hieß es damals, in der Tasche. Auch das diente dazu, quasi den Bewusstlosen, indem er die geöffnete Flasche ihm unter die Nase gehalten hat, wieder zu erwecken. Außerdem trug
das Sanitätspersonal und die Krankenträger die sogenannte Labeflasche. In der Labeflasche befand sich 1 Liter Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit war nicht nur Wasser, sondern in diese Flasche wurde noch eine Tablette mit Weingeist gegeben, die sich ebenfalls in der rechten Tasche befand. Und somit wurde das Wasser so ein bisschen sauer. Und das diente dazu, dieses Durstgefühl der Verwundeten quasi effektiver zu bekämpfen, wie jetzt nur das reine Wasser. Diese Taschen, der Vorläufer dieser Taschen war die sogenannte Lazarettgehilfentasche. Das war eine relativ große, sperrige Umhängetasche, die, wie gesagt, 1901 durch diese beiden kleineren Taschen abgelöst wurde. Und hier drin hatte der Sanitätssoldat, der Sanitätsgefreite, der Sanitätsunteroffizier alles Material zur Verfügung, was er gebraucht hat, um den Verwundeten zu versorgen. Die Krankenträger der Truppe hatten eine kürzere Ausbildung. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Und die Ausbildung erstreckte sich in erster Linie, wie der Name schon sagt, Krankenträger, auf den Transport der Verwundeten vom Gefechtsfeld zur ersten sanitätsdienstlichen Einrichtung. Dazu war die Truppe mit Krankentragen ausgerüstet, die während dem Marsch auf dem Infanterie-Sanitätswagen verlastet waren. Die Krankenträger trugen auch nicht die Uniform der Truppe, der sie angehört haben, sondern sie trugen als Erkennungszeichen die Dienstmütze, und ihre Ausrüstung in den Taschen war in erster Linie Verbandmaterial. Die trugen also nicht die Medikamente wie das Sanitätspersonal. Außerdem war das Erkennungszeichen der Krankenträger die Schulterklappe mit der römischen Ziffer des Armeekorps und nicht der Regimentsnummer wie bei dem Sanitätspersonal. Hier sehen wir jetzt einen Sanitätsgefreiten, der jetzt sich bereit gemacht hat für den Transport eines Verwundeten vom Gefechtsfeld zum Verbandplatz bzw. zum Ort der sanitätsdienstlichen Versorgung. Wir haben jetzt hier einen Stahlhelm, auf dem vorne ein rotes Kreuz aufgemalt ist. Es gibt Fotografien, die das zeigen, dass diese Helme selten von Krankenträgern und vom Sanitätspersonal getragen wurden. Außerdem liegen auch in alten Sammlungen Originalstücke vor, die mit diesem roten Kreuz vorne bemalt sind. Ich habe vorher erwähnt, dass normalerweise der Transport mit einer Feldtrage erfolgte, die im Infanteriesanitätswagen mitgeführt wurde. Aber diese Feldtragen waren manchmal in den engen Grabensystemen völlig unhandlich und nutzlos. Also ist man sehr schnell dazu übergegangen, mit behelfsmäßigen Konstruktionen wie zusammengenagelten Stühlen mit Tragegriffen oder ganz einfach mit der Zeltbahn die Verwundeten in einer Art Hängematte durch die Grabensysteme abzutransportieren. Ganz wichtig, trotz aller feldmäßigen Verhältnisse im Graben, in den Sanitätsunterständen, war trotzdem eine entsprechende fachliche Versorgung der Verwundeten. In der deutschen Armee wurde bereits in den 1880er Jahren das Prinzip der aseptischen Wundversorgung eingeführt. Das bedeutet, man hat also sehr stark darauf geachtet, dass die Wunden gereinigt werden, dass man irgendwelche desinfizierende Maßnahmen ergreift, dass das Sanitätspersonal saubere Hände hat, saubere Finger hat. Dazu wurden Stoffe eingesetzt, wo man von heute weiß, dass diese eigentlich hochgiftig und krebserregend sind. Carbolsäure war eine Chemikalie, die man sehr oft benutzt hat zur Desinfektion von Gegenständen, von Ausrüstung, aber auch der Hände. Oder das sogenannte Sublimat in Form von Pastillen. Und Sublimat war nichts anderes als Quecksilber. Das heißt, man hat sich sozusagen mehrmals täglich die Hände mit einer Quecksilberlösung gewaschen. Vermutlich sind in späteren Lebensjahren viele Krankenschwestern, Pfleger, Sanitätspersonal vermutlich schwer an Folgeschäden erkrankt, die einfach durch diesen täglichen, häufigen Kontakt mit diesen hochgiftigen Chemikalien entstanden sind.
Das Sanitätspersonal war außerdem mit dem sogenannten Verbandszeug ausgestattet. Ein Lederetui, in dem sich Instrumente befanden. Und diese Instrumente wurden benutzt, um Verbände anzulegen. Um eine hygienisch saubere Wundversorgung zu garantieren, befand sich in dem Sanitätsverbandszeug außerdem ein Nagelreiniger, um sicherzustellen, dass das Sanitätspersonal saubere Hände hatte. Man darf nicht vergessen, dass die Einweghandschuhe, wie sie heute vom medizinischen Personal getragen werden, bei der Patientenversorgung, die existierten damals natürlich noch nicht. Es gab Gummihandschuhe, diese waren aber für den Bataillonsarzt gedacht, wenn er sozusagen eine Operation durchführt. Das Pflegepersonal, das Sanitätspersonal hatte nicht die Möglichkeit, sich mit Handschuhen gegen Kontamination zu schützen. Und außerdem war das natürlich auch eine Gefahr der Kontamination der Wunden und der Patienten über unsaubere Hände. Außerdem befand sich in dem Sanitätsverbandszeug ein Fieberthermometer, um jederzeit die Körpertemperatur des Patienten messen zu können. Wenn man Fotos von Verwundeten betrachtet, fällt einem sehr schnell dieses sogenannte Wundtäfelchen auf. Dieses Wundtäfelchen diente dazu, die ersten Untersuchungsergebnisse, die sozusagen der erste behandelnde Arzt in dieser Kette, in dieser Versorgungskette gemacht hat, festzuhalten, um eine immer wieder neue Untersuchung der Patienten zu verhindern. Diese Wundtäfelchen, wie sie damals bezeichnet wurden, befanden sich in einem der beiden Sanitätstornister, die auf dem Infanteriesanitätswagen verlastet waren. Und diese Wundtäfelchen, die wurden am zweiten Knopfloch des Waffenrocks befestigt und die waren mit Bleistift auszufüllen und von einem Arzt zu unterschreiben. Es gab an der Seite jeweils 2 rote Streifen und der Grundgedanke war, sollte der Patient nicht transportfähig sein, verbleiben beide rote Streifen an dem Wundtäfelchen. Sollte der Patient transportfähig sein, wird ein Streifen abgerissen. Sollte der Patient marschfähig sein, also aus eigener Kraft sich fortbewegen auf beiden Beinen, wurden beide rote Streifen abgerissen. Und so konnte man auf den ersten Blick sozusagen den Schweregrad der Verwundung, des Sichtungsergebnisses sozusagen erkennen. Ich bin jetzt ausgerüstet wie ein Sanitätssergeant im Jahre 1916, als das Reserveinfanterieregiment Nummer 120 an der Verdun-Front im Bereich Panzerturm in der Nähe des Fort Douaumont eingesetzt war. Gerade bei der Schlacht von Verdun war das Sanitätspersonal extrem gefordert, weil diese Verhältnisse vor Ort, dieses verschlammte Trichterfeld, dieser dauernde Beschuss, die Unmöglichkeit, sich tagsüber zu bewegen, die komplette Truppe, aber natürlich genauso das Sanitätspersonal vor ganz massive Herausforderungen stellte. Gerade an der Verdun-Schlacht gelang es sogar im Fort Douaumont im Keller Teil einer Sanitätskompanie einzurichten. Und die Krankenträger dieser Sanitätskompanie, die retteten gemeinsam mit den Krankenträgern der vorne eingesetzten Infanteriebataillone die Verwundeten und trugen sie des Nachts über das Trichterfeld zurück zum Fort Douaumont, wo die erste ärztliche Versorgung stattfand. Diese vielen kleinen Infanteriewerke und Kasematten, die über das Verdun-Schlachtfeld verteilt waren, wurden auch sehr schnell, sobald die deutsche Armee diese Werke eingenommen haben, als Sanitätspunkte eingerichtet. Und hier schreiben die Regimentsgeschichten stellenweise von wirklich grässlichen Zuständen. Räume, die normalerweise für maximal 10, 20 Verwundeten ausgelegt waren, waren ganz schnell mit 50, 60 Verwundeten angefüllt. Es war eine unglaubliche Hitze. Es war natürlich auch ein entsprechender Gestank. Die Leute waren ja wirklich stellenweise, sind wochenlang nicht mehr aus den Kleidern gekommen. Es war eine Unmöglichkeit, die Körperpflege durchzuführen. Dazu noch die Ausdünstungen der Verwundeten, des Blutes, Erbrochenes,
Körperflüssigkeiten jeglicher Art. Dann dazu der Geruch des Desinfektionsmittels, die Carbolsäure, die in erster Linie in der damaligen Zeit als Desinfektionsmittel eingesetzt war. Die hat einen sehr, sehr stechenden Geruch, sehr unangenehmen, künstlich plastikartigen Geruch. Und das alles sorgte dafür, dass viele, viele Soldaten, auch vom Sanitätspersonal, das Ganze wirklich bis an die Grenze der Belastbarkeit ging. So, das soll jetzt dann erstmal zum Sanitätsdienst im Ersten Weltkrieg gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gut gefallen. Ich bedanke mich erstmal bei Manuel für die umfangreiche Fachexpertise. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt unten Kommentare, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!